der Versuch, Hölzer zu verwenden, die wir hier haben und eine ähnliche Klangqualität zu erreichen, wie das im Moment mit Tropenhölzern erreicht wird, hat mich schon immer gereizt. Also während dem Bau habe ich nicht so daran geglaubt, dass es funktioniert, ehrlich gesagt. Und war dann wirklich über das Ergebnis überrascht. Wir versuchen, die thermische Modifikation von Hölzern in ein System zu kriegen. Zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde arbeiten wir daran, wirklich rauszukriegen, welche Modifikationsart welche Konsequenz hat, zu welchem Ergebnis führt, dass wir einheimische Hölzer so modifizieren können, dass sie klangtechnisch den im Moment gebräuchlichen tropischen Hölzern sehr nahe kommen. Thermisch modifiziertes Holz, das heißt, Holz wird einem Prozess unterzogen, wo es einer erhöhten Temperatur, mindestens 160 Grad Celsius, ausgesetzt wird über einen Zeitraum. Also quasi so eine Art Backprozess vom Holz und sich durch diesen Backprozess Eigenschaften verändern. Und das Erste, was man halt schon sehr gut erkennen kann, was so die typische Eigenschaft ist, die sich ändert, das ist halt eine Dunkelfärbung des Holzes, was man hier an diesem Beispiel sehr gut erkennen kann, dass also durch diese thermische Modifikation, durch diesen thermischen Backprozess die Hölzer dunkel gefärbt werden. Aber das ist nicht die einzigste Eigenschaft, die sich ändert, sondern natürlich viele andere mechanische, physikalische Eigenschaften, die sich dabei mit ändern. Wir haben festgestellt, dass durch diese thermische Behandlung akustische Eigenschaften sich verbessern lassen von Hölzern und haben dabei die Erkenntnis gewonnen, dass durch diese Behandlung Dinge wie die Schallgeschwindigkeit im Holz sich positiv verändern, die Schallabstrahlung sich auch verbessert, also potenzielle Instrumente, die daraus gefertigt werden, ein besseres akustisches Verhalten aufweisen. Wir können einerseits den Effekt messen und das machen wir mit einem Experiment, das wir Modalanalyse nennen. Da werden tatsächlich solche Probekörper halt dieser Größe, das wären also solche Hölzer, die vor und nach der Behandlung einem akustischen Test unterzogen werden, indem man halt an jeden dieser Punkte, die hier drauf getragen sind, einen Anschlag vornimmt, ein kleines Hämmerchen anschlägt und dann die Schwingungseigenschaften dieses Brettes analysiert. Und was wir dann dabei herausbekommen, ist, dass sich akustische Eigenschaften verbessert haben, wie eben zum Beispiel die Schalllaufgeschwindigkeit, die sich dann verbessert, was eben ein wichtiger Indiz für Musikinstrumente ist. Andere Eigenschaften wie die Elastizität ändern sich auch, was es aber sehr stark verbunden ist mit der Schallgeschwindigkeit, mit der Schallaufzeit. Dämpfungsverhalten wird reduziert, also höhere Schallabstrahlung werden dabei gefunden. Und das hat was damit zu tun, dass es also durch diese thermische Behandlung zu chemischen Umbauprozessen im Holz kommt. Wir haben natürlich nicht nur halt an solchen Rohmaterialien gearbeitet und akustische Eigenschaften getestet, sondern wir haben auch wirklich baugleiche Gitarren herstellen lassen in der klassischen Bauweise mit Tropenholz und im Vergleich dazu dann Instrumente, die wir mit Substitutionsmaterialien aus Thermoholz ausgestattet hatten. Und beide dann baugleich getestet, also die Anspielversuche durchgeführt und dann die akustischen Eigenschaften, Performances der Instrumente gegeneinander verglichen. Und festgestellt, das ist vielleicht die wichtigste Aussage, dass wir mit den thermisch modifizierten Hölzern in einer ähnlichen akustischen Eigenschaften gelandet sind, wie wir es halt für die Vergleichsinstrumente gefunden haben. Es geht um den Klang letztendlich natürlich. Lautstärke, Klangschönheit. Und bisher war das eigentlich immer so, die Gitarren, die wir ohne Tropenholz gemacht haben, die waren immer sehr matt und sehr, also relativ dumpf und nicht, also viel leiser wie die Tropenholzgitarren. Und das haben die gar nicht, die sind ziemlich klar und ziemlich, ja, ich finde auch einen sehr schönen Ton, aber auch wirklich kräftig. Zum einen habe ich bisher noch nicht viel gesehen, wo man auch Boden und Zargen gemacht hat aus dem Thermoholz.
Das finde ich schon sehr spannend und ich habe da früher schon mal dran rumprobiert und bin auch an diesen Zargen letztendlich gescheitert. Das ist schon spannend, das eben mit Wissenschaftlern zusammen zu machen, dass eben nicht nur ein Gitarrenbauer für sich irgendwas probiert, sondern dass man da auch wirklich den wissenschaftlichen Hintergrund dazu hat. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, was jetzt passiert ist, dass man eben da Wissenschaftler mit ins Boot geholt hat. Und die haben ja auch Unterschiede gemessen, die ich als Gitarrenbauer so nicht erkennen konnte. Also die haben mir jetzt gesagt, zum Beispiel die Erde ist das beste Holz von dem, was wir gemessen haben. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Das sind jetzt quasi die Rezepte in Anführungsstrichen, mit denen wir denken, ein recht gutes Ergebnis, ein optimiertes Ergebnis für die Verbesserung von Hölzern für den Musikinstrumentenbau gefunden zu haben. Ich will nicht Tropenhölzer gänzlich ersetzen, aber ich will die unnötig sind, ersetzen an Stellen, wo sie unnötigerweise verwendet werden, wie zum Beispiel Griffbretter und Steg. Da gibt es ganz viele andere Materialien, die auch dafür taugen. An anderen Stellen will ich sie einfach ergänzen.